Die PRP-Behandlung ist eine Eigenbluttherapie, auch bekannt unter dem Vampire- oder Vampirlift. Das bedeutet, dass ich der Patientin oder dem Patienten Blut abnehme, es aufbereite und dann wieder zurückgebe. Entweder in Form von einer Needling-Behandlung oder in Form von direktem Einspritzen in die oberste Hautschicht oder in Form von einer Behandlung der Haare, um die Haarregeneration anzukurbeln bzw. das Haarwachstum zu stimulieren. Das ist jetzt heute meine 3. Behandlung. Die Behandlung sollte 3-mal wiederholt werden, im Abstand von ungefähr 4 Wochen. Das habe ich ja jetzt auch gemacht und heute ist meine letzte Behandlung dran. Ich habe schon nach den 2 Behandlungen auch eine Verbesserung gemerkt und das sagen auch meine Freunde und die Umgebung. Die sprechen mich ja darauf an und fragen, was ich gemacht habe, dass ich so frisch und erholt aussehe. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist ja erst nur Zwischenergebnis, aber ich bin schon jetzt begeistert. Eine PRP-Behandlung ist immer gut, um so ein bisschen einen frischen Kick der Haut zurückzugeben. Entweder der Gesichtshaut oder eben der behaarten Kopfhaut. Das bewirkt, dass sich die Haut regeneriert oder auch verjüngt. Also die PRP-Behandlung ist jetzt keine Anti-Falten-Behandlung im klassischen Sinn, sondern bewirkt, dass die Haut einfach strahlender erscheint, kann Unreinheiten, Unregelmäßigkeiten verbessern, Rötungen verbessern. Und in Bezug auf das Haarwachstum kann es halt das Haarwachstum stimulieren und den Haarausfall zum Beispiel auch hemmen oder unterbrechen. Die Behandlung tut nicht weh, es ist nur, man muss sich vorstellen, man bekommt ja sehr viele Einstiche ins Gesicht. Also die Einstiche an sich sind ein bisschen unangenehm, aber es ist auszuhalten. Man kriegt ja auch davor eine Betäubungscreme, also von daher geht das eigentlich von den Schmerzen. Und die Behandlung dauert ja auch nicht lange, es ist insgesamt vielleicht 30 Minuten. Nach der Behandlung nehme ich mir immer den Nachmittag frei, weil ganz ehrlich, man sieht ja nicht so gut aus, weil man darf sich dann im Gesicht nicht anfassen. Und es ist ja alles so ein bisschen glänzend und fettig, deswegen ich nehme mir einfach die Zeit für mich und ich bin dann auch zu Hause und erhole mich. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Man sollte auch zum Beispiel keinen Sport machen und in die Sauna gehen. Also man sollte wirklich dann damit rechnen, dass man so mindestens den Nachmittag nach der Behandlung vielleicht auch 24 Stunden sich halt die Zeit für sich nehmen soll. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, die nach Absetzen der Pille einfach zu Unreinheiten neigen oder einfach auch im Bereich der Menopause dann durch den Abfall der Hormone eine schlechtere Haut bekommen, ein bisschen fahlere Haut bekommen, großporiger werden oder auch bei Frauen ein schüttereres Haar bekommen. Und hier ist die PRP-Behandlung ganz toll, weil man damit halt die Haut wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Ja, ins Gleichgewicht, dass die Unreinheiten verschwinden, dass die Rötungen verschwinden, dass das so ein bisschen fahle, stumpfe vielleicht verschwindet und dass auch das Haarwachstum wieder angeregt wird. Ich habe eigentlich immer nach der Behandlung blaue Flecken bekommen im Gesicht, das ist ganz normal. Am ersten Tag darf man sie ja nicht bedecken, weil man darf sich im Gesicht nicht anfassen, aber in den nächsten Tagen kann man das gut mit Make-up kaschieren. Die Kosten einer PRP-Behandlung sind um die 500 €. Am besten ist es tatsächlich, wenn man am Anfang, wenn man das beginnt, 3 Behandlungen aufeinander folgen lässt im Abstand von 4 Wochen und dann alle halbe Jahre eine Auffrischbehandlung macht, um halt wirklich diese Frische, diese Regeneration aufrechtzuerhalten. Wenn wir von den 3 Behandlungen, die wir empfehlen, sprechen, liegt man bei ungefähr 1.500 €. Aber auch das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie groß die Region ist, die behandelt werden soll. Wozu das PRP auch ganz hervorragend geeignet ist zum Beispiel auch um die kleinen Augenfältchen so ein bisschen zu verbessern. Auch da dieses müde und
ja, diesen müden Ausdruck so ein bisschen zu erfrischen.